Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich zeige euch im heutigen Video, wie man die Shorts Alba näht. Dafür brauchen wir 1,10 Meter Stoff, am besten aus nicht elastischer Webware. Das kann Baumwolle, Leinen, Tencel, irgendwas sein, was ihr findet. Hauptsache es ist nicht elastisch. Dann brauchen wir Gummiband. Das ist jetzt 80 cm lang und 4 cm breit. Dann brauchen wir passendes Nähgarn, ein paar Stecknadeln, ein Maßband, natürlich eine Stoffschere und wenn ihr mögt auch noch so ein Markierstift. Damit markiere ich mir immer gerne die Knipse und der löst sich dann auf, wenn er mit Wasser in Berührung kommt. Und als guter Letzt noch eine Sicherheitsnadel, die brauchen wir, um das Gummiband in den Bund einzufädeln. Bevor wir starten mit dem Zuschnitt, solltet ihr den Stoff einmal kurz vorwaschen. Ich mache das immer im Schnellwaschgang, 30 Grad, 15 Minuten, dann läuft er ein bisschen ein, denn es wäre natürlich blöd, wenn das Ganze passiert, wenn ihr das Kleidungsstück schon fertig habt oder eventuell nicht mehr reinpasst. Deswegen jetzt einmal kurz waschen und trocknen und bügeln und danach können wir mit dem Zuschnitt starten. Wenn ihr euren Stoff dann jetzt gewaschen, getrocknet und nochmal kurz gebügelt habt, damit er schön glatt ist, können wir mit dem Zuschnitt starten. Ihr legt dafür den Stoff einmal in der Hälfte gefaltet, so dass wir hier unten die Webkante haben und oben dann den Stoffbruch. Die rechte Seite ist dabei dann innen. Ignoriert dieses kleine Viereck, was ich da rausgeschnitten habe. Stellt euch vor, dass der Stoff ist ganz. Ich habe da ein kleines Probestückchen rausgeschnitten. Genau, und dann legen wir die Schnittmuster wie auf dem Zuschneideplan gezeigt auf den Stoff. Wir haben jetzt einmal das Rückteil. Wichtig ist immer, dass der Fadenlauf parallel zum Stoffbruch und zur Webkante ist. Das können wir dann immer ausmessen. Ich nehme mir meistens einmal einen Punkt am Anfang und am Ende vom Fadenlauf und messe das Ganze aus. Hier habe ich jetzt 27,5. Dann muss ich schauen, dass ich vorne auch 7. Hier habe ich zum Beispiel nur 27. Dann drehe ich mir das ein bisschen runter. 27,5, genau. Dann kommt das Vorderteil. Hier ist natürlich genau das gleiche. Schauen, dass der Fadenlauf parallel zur Webkante und zum Stoffbruch ist. Die Webkante, dass die genau aufeinander liegt. Und dann wieder abmessen. Jetzt haben wir hier 30. Auch 30, perfekt, schon gerade. Und dann haben wir als letztes noch den Bund. Der wird hier im Stoffbruch angelegt, das steht hier oben, das heißt, er wird hier oben angelegt und dadurch ist dieser Fadenlauf natürlich parallel zum Stoffbruch, weil er ja am Stoffbruch angelegt wird. Genau, und dann können wir das Ganze feststecken. Ich stecke das immer an der Kante entlang und dann können wir das Ganze auch an der Papierkante ausschneiden. Hier wichtig zu sagen, wir haben in diesem Schnitt die Nahtzugaben bereits enthalten. Das heißt, ihr könnt direkt an der Papierkante ausschneiden. Das ist nicht bei allen Schnittmustern so, das ist bei meinen Schnittmustern so, weil ich Nahtzugaben anzeichnen immer ganz schrecklich und langweilig finde. Deswegen habe ich das bei meinen Papierschnittmustern mit inkludiert. Aber es könnte natürlich sein, wenn ihr mal von einem anderen Hersteller Schnittmuster habt, dass da die Nahtzugaben nicht enthalten sind und dass ihr dann hier parallel eventuell noch was zugeben müsst. Wundert euch nicht, falls hier ein bisschen mehr Platz ist oder zwischen euren Teilen ein bisschen mehr Platz ist. Diese Größe ist die Größe 42, also die größte Größe. Wenn ihr eine kleinere Größe habt, habt ihr natürlich ein bisschen mehr Platz dazwischen, weil ja natürlich die Hose auch kleiner ist. Dann könnt ihr das Ganze auch alles ein bisschen mehr ineinander schieben. Wichtig ist nur, dass der Fadenlauf immer parallel zur Webkante und zum Stoffbruch ist und sonst könnt ihr die Teile so weit ineinander schieben, dass ihr natürlich nicht überlappt. Aber sonst seid ihr da ungebunden, sage ich mal, und könnt den restlichen Stoff dann vielleicht noch für ein anderes Projekt benutzen. Wir beginnen mit der Seitennaht. Dafür legen wir das Rückteil rechts auf das Vorderteil. Also das ist das Rückteil. Das sieht man daran, dass hier die Schrittnaht länger und tiefer ist. Und das hier ist das Vorderteil. Da ist die Strecke ein bisschen kürzer und nicht ganz so tief ausgestochen. Und wir nähen jetzt hier die Seitennaht, das ist das hier die Naht. Und dafür legen wir die Teile rechts aufeinander. Das habe ich jetzt hier immer schön mit dem grünen Punkt markiert, damit man da nicht durcheinander kommt. Dann legen wir die rechts aufeinander und stecken die dann mit Stecknadeln fest.
würde euch auch immer empfehlen, dass ihr an der Bundkante anfangt zu nähen und zum Saum runternäht. Es kann nämlich immer mal passieren, dass man eine Längendifferenz bekommt während des Nähens, weil sich die eine Lage ein bisschen anders schiebt als die andere und dann kann man die Längendifferenz unten am Saum immer deutlich besser ausgleichen, als wenn man das oben an der Bundkante oder so hat. Auch bei Kleidern oder Oberteilen würde ich immer dann am Ausschnitt oder halt oben anfangen und nach unten runter zum Saum nähen. Wenn man dann irgendwie so einen kleinen Längenunterschied hat, dann kann man das nachher, wenn man es säumt, einfach ein bisschen besser ausgleichen. Genau. Wir bügeln jetzt die beiden Seitennähte noch auseinander und dann kommt der nächste Schritt. So, als nächstes nehmen wir dann die innere Beinnaht. Dafür legt ihr euch das Teil so, dass ihr die rechten Seiten wieder seht. Und dann klappt ihr das eine auf das andere Teil rüber und dann schließen wir hier die kurze Seite. Wenn ihr die beiden Nähte jetzt geschlossen habt, werden die natürlich auch wieder auseinander gebügelt. Als nächstes nehmen wir die Schrittnaht. Dafür lassen wir ein Teil so, wie wir es auch gebügelt haben, und das andere Teil drehen wir jetzt auf rechts und schieben das Ganze dann in das andere Teil, so dass die beiden Nähte hier, also die wir gerade geschlossen haben, die innere Beinnaht, aufeinandertreffen. Auf der einen Seite haben wir hier auch noch einen Knips, das ist ganz wichtig. Die Knipse sind dafür da, dass die Passform garantiert wird und dann müsst ihr natürlich schauen, dass die Markierungen aufeinandertreffen. Da würde ich auch immer eine Nadel setzen. Genau, wenn ihr fertig gesteckt habt, könnt ihr dann einmal von der einen Bundkante rundherum bis zur anderen Bundkante nähen bei 1 cm und danach bügeln wir die Naht auch auseinander. Der Bund wird jetzt erstmal gebügelt. Dafür legen wir uns das Bund halt so hin, dass wir die linke Seite sehen und dann klappen wir es in der Hälfte um und bügeln das Ganze fest, dass wir hier auf der Kante einen Bügelbruch bekommen. Jetzt schließen wir den Bund und dafür legen wir die beiden kurzen Seiten aufeinander, stecken das Ganze fest, nähen das wieder bei 1 cm zusammen und bügeln das Ganze wieder auseinander. Jetzt können wir den Bund annähen. Dafür drehen wir uns dann die Hose auf rechts. Und dann müsst ihr schauen, wo hinten ist. Das Hinterteil ist, oder das Rückteil ist das Schnittteil, was länger ist. Also wenn ihr die Hose hier so hinlegt und nicht die Quernaht seht, so wie hier, dann ist das die Hinterhose. Wenn ihr die so rumlegt, dann seht ihr hier auch, das Teil ist viel kürzer. Das ist ja auch so, das Rückteil braucht ja viel mehr Länge, weil es über den Popo drüber muss und das Vorderteil ist deswegen kürzer. Also das ist vorne, das ist hinten und die hintere Naht trifft jetzt auf die Naht vom Bund und die können wir auch schon da drauf stecken. Dann haben wir hier schon mal ein Teil fix. Drauf aufpassen, rechts auf rechts natürlich, aber das geht ja fast nicht anders, wenn man so draufsteckt. Und wir haben an dem Bund jetzt noch 3 weitere Knipse. Ein Knips kommt jeweils auf die Seitennaht. Die würde ich mir dann auch schon mal stecken. Einmal Seitennaht, die andere Seite Seitennaht. Und der letzte Knips kommt dann auf die vordere Mitte. Also wenn man hier jetzt das Vorderteil hat, ist hier die vordere Mitte. Und da kommt dann der letzte Knips drauf. Ich starte mit Nähen dann hier, ja, wie gesagt, 5 cm hinter der Naht. Oder ihr macht euch irgendwo eine Markierung für eine Lücke. Hier ist auch wieder wichtig, dass ihr die Naht natürlich verriegelt, weil sonst geht die auf, wenn ihr das Gummiband da reinschiebt und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen auf jeden Fall verriegeln. Um das Gummiband einzuziehen, nehmen wir uns jetzt eine Sicherheitsnadel.
pieksen das in den Anfang von dem Gummiband und dann gehen wir in die Lücke, die wir hier gelassen haben, gehen in den Bund. Also hier gibt es ja 3 Lagen mit Stoff. Ihr müsst in den Bund reingehen und nicht zwischen Bund und Hose, weil da ist nur ein Loch. Deswegen, ihr müsst in den Bund und dann nehmt ihr das Gummiband mit der Sicherheitsnadel und dann fädelt ihr das da rein, so wie wenn ihr, sag ich mal, eine Kordel in eine Hose zieht. Einfach immer so ein bisschen weiterschieben und das Gummiband hinterherholen. Wenn ihr beide Enden wieder sichtbar habt, nehmt euch die Sicherheitsnadel und legt die Gummibänderenden so flach aufeinander und steckt das nochmal mit der Sicherheitsnadel zusammen, weil dann könnt ihr das Gummi ordentlich in den Bund ziehen. Weil das ist hier meistens so ein bisschen verkrubbelt. Den Sticker kann ich abmachen. So, dass man die Falten so ein bisschen verteilt, dass man das gleichmäßig hat. Jetzt ist der Zeitpunkt, dass ihr das Ganze mal anprobieren könnt und schauen könnt, ob euch das von der Weite so passt, ob ihr es ein bisschen enger haben wollt oder weiter oder wie auch immer. Und wenn das Ganze euch so passt, könnt ihr dann das Gummi hier wieder rausholen. Und jetzt nähen wir den Gummibund so aufeinander flach. Wenn wir das jetzt auch rechts auf rechts aufeinander nähen würden, dann wäre das alles ein bisschen zu dick. Das ist ja nicht so schön aus, das trägt ja auf und ist auch nicht sonderlich bequem. Deswegen nähen wir die einfach übereinander fest. Ich würde dir empfehlen, noch eine zweite Naht zu setzen, um das Ganze noch ein bisschen stabiler zu machen. Dann zieht ihr euch den Gummi wieder in den Bund. Und dann haben wir ja jetzt hier noch eine offene Stelle. Die wird dann jetzt geschlossen. Dafür müsst ihr schauen, dass das alles flach liegt. Also dass ihr keine Falten habt, damit ihr das glatt aneinander nähen könnt. So, und damit ist der Bund angenäht. Jetzt machen wir weiter mit dem Saum. Um den Saum zu nähen, müssen wir als erstes den Saum umbügeln. Dafür nähe ich mir gerne eine Hilfsnaht in den entsprechenden Abstand zum Saum, wo wir es umbügeln wollen. Man kann das Ganze natürlich auch mit dem Maßband machen. Dann nimmt man sich das Maßband und misst es ab und bügelt da dann immer um. Das finde ich immer, ja, ist ein bisschen mühselig. Ich mag das immer lieber, man eine Hilfslinie näht mit einem großen Stich und daran kann man dann umbügeln. Den zieht man einfach später raus. Für die Hilfsnaht stellt ihr den Stich ein wenig höher. Ich mache den immer so auf 3,5 und dann näht ihr eine Hilfsnaht 3 cm vom Saum entfernt. Wie ihr seht, ich habe jetzt hier auch eine kleine Längendifferenz am Saum. Wenn ihr dann eine Hilfsnaht näht oder das Ganze bügelt, solltet ihr natürlich schauen, dass ihr das Ganze eben gleichmäßig auch bügelt, dass da jetzt nicht so eine krasse Kurve drin ist, die man dann nachher sieht, dass man das Ganze ein bisschen gleichmäßiger ausformen kann. Ich fange jetzt hier einfach mal an und mache ungefähr 3 cm, so dass es ungefähr 3 cm sind und nähe dann die Hilfslinie einmal komplett drumherum und beim Bügeln schaue ich dann, dass das Ganze dann gleichmäßig ist. Wichtig bei der Hilfsnaht ist, dass sie nicht verriegelt wird, denn sie wird ja nachher wieder rausgezogen, weil wir die ja nur als Hilfe brauchen und dann wäre eine Verriegelung ja nicht so klug. So sieht das dann aus, wenn ich das Ganze gebügelt habe. Und das Ganze steppen wir dann jetzt bei 2,5 cm von der Naht ab. Und dabei ist natürlich wichtig, dass man innen die Naht auch mitfasst.
Ich nähe das Ganze nämlich immer von rechts, da sieht man das Ganze nicht, aber der Stich ist von rechts immer schöner und da wir das dann später außen tragen, würde ich immer sagen, dass du das von rechts absteppst, weil erfahrungsgemäß der Stich ist einfach bei jeder Nähmaschine von oben schöner als von unten und deswegen nähe ich so rum. Wenn du dich unsicher fühlst und Angst hast, dass du nachher das nicht mitfasst, kannst du es natürlich auch andersrum nähen. Dann drehst du es dir um und nähst es so rum. Ich würde es aber ehrlich gesagt immer von rechts nähen. Das sieht einfach ein bisschen schöner und hochwertiger aus. Ich habe mir jetzt die Saumkante nochmal gesteckt, damit ich auch genau alles flach liegen habe, denn wir haben gerade im Schrittbereich ein bisschen knifflig, weil das hier so schräg zuläuft und die Nähte hier so aufeinander kommen, ist es ein bisschen tricky, da alles glatt anzunähen. Deswegen da auf jeden Fall Fokus, dass das Ganze auch glatt liegt. Deswegen habe ich das alles nochmal schön fein säuberlich gesteckt und dann können wir hier an der Naht starten und das Ganze absteppen. Wir können dann auch jetzt sofort die Hilfsnaht rausziehen. Wir nehmen uns einfach einen von diesen Fäden, die hier rausstehen, und ziehen dran. Nicht so kräftig, dass er reißt. Der Faden ist zwar sehr stabil, aber wenn man zu arg zieht, hat man nachher nur noch so ein Stückchen Garn in der Hand. Wir ziehen das Ganze jetzt hier so ein bisschen weiter und schieben immer den Stoff so ein bisschen runter. Und wenn wir das Ganze einmal rumgemacht haben quasi, also einmal den ganzen Saum rundrum, kann man den Faden dann rausziehen. Hier hakt die Naht ein bisschen. Also normalerweise, wenn ihr bei dem Ende der Naht angekommen seid, müsstet ihr so ein bisschen merken, wie sich der Faden löst. Das ist jetzt bei mir nicht der Fall, deswegen mache ich die Naht hier hinten so ein klein bisschen auf, trenne ein paar Stiche auf und dann sollte die Naht wieder locker werden. Und man merkt so richtig, wenn man hier diese Raffung weiterschiebt und am Ende ankommt, dann löst sich das einfach auf. Und dann merkt man so richtig, wie so langsam der Faden sich rausziehen lässt. Oh, das ist der erste Faden. Und dann steht hier meistens noch so eine Schlaufe über, die kann man einfach rausziehen. Und dann kann man auch relativ einfach den zweiten Faden rausziehen. Und fertig. Zum Abschluss gibt es dann noch das Label. Wenn ihr das Do-it-yourself-Set habt, gibt es dazu immer mein Label. Da könnt ihr auswählen, ob ihr die Seite mit Bara Studio haben wollt oder die mit #MadeByMe. Und dann könnt ihr euch noch überlegen, ob ihr das Ganze als Flagge angenäht haben wollt, also so, dass es unten, sage ich mal, wie so eine Flagge hängt, oder ihr macht es so, dass ihr eine Seite auswählt und das Ganze zuschneidet und das dann als Label flach aufnäht. Ich zeige euch jetzt mal die erste Variante als Flagge. Das Label wird immer in die hintere Mitte von der Hose angenäht. Müsst ihr noch mal kurz schauen, wo ist hier die hintere Mitte an der Hose. Die markiert sich immer durch die Naht am Bund. Da wisst ihr dann, das ist die hintere Mitte. Und wenn ihr das als Flagge annähen wollt, näht ihr das Ganze unter die Nahtzugabe. Also ihr legt es so hier drunter. Könnt es gerne auch noch mal stecken. Ich finde es aber tatsächlich ohne Stecken ein bisschen einfacher, weil hier so viele Nähte aufeinander kommen. Wenn ihr das einfach so da drauf legt und unter die Nähmaschine schiebt und annäht, dann ist es, glaube ich, einfacher, als wenn ihr da noch eine Nadel habt. Genau, und wenn ihr sagt, von der Position ist es so schön, dann könnt ihr das einfach irgendwo auf der Nahtzugabe annähen. Das ist auch, also ich finde es jetzt gar nicht so wichtig, wie weit das wo abgenäht wird. Können wir noch die Fäden noch mal kurz ein bisschen abschneiden. Das ist natürlich klar, also wenn ihr mit der Hose fertig seid, würde ich immer noch mal mit der Schere dran gehen und schauen, wo stehen noch Fäden ab, wo sieht es noch nicht so schön aus. Hier hat man manchmal auch so unschöne Verriegelungen, die würde ich dann noch mal ein bisschen beschneiden.
Die Schlaufen kann man oft noch so ein bisschen rausholen, dass sie dann nicht mehr so ganz schlimm aussehen. Genau, und so sieht das Ganze dann aus, wenn ihr das Label unten drunter annäht. Für die zweite Variante, also wenn ihr das so aufnähen wollt wie das, dann müssen wir das Label einmal zuschneiden. Dafür wählt ihr dann aus, welche Seite ihr haben wollt. Ich nehme jetzt mal hier die Seite Made by Me. Und dann braucht ihr dann ein Maßband oder ein Geodreieck, Lineal, was ihr gerade da habt. Und messt von diesem Bruch hier 7 mm nach unten und markiert das. Ich nehme jetzt hier so einen Magic Pen, den kann man mit Wasser wieder wegmachen. Ihr könnt aber auch vielleicht einen leichten Bleistift oder so nehmen, also jetzt nicht unbedingt den fetten schwarzen Edding, das scheint durch, aber eine helle Farbe geht auch durchaus. Also wir nehmen dann hier 7 mm, zeichnen das an, in mehreren Punkten. Dann könnt ihr noch eine durchgezogene Linie machen, wenn ihr mögt, damit ihr das besser abschneiden könnt. Die Linie schneiden wir jetzt ab. Oder eher an der Linie schneiden wir jetzt ab. Genau. Und dann könnt ihr euch auch gerne nochmal eine Linie machen, 7 mm von der Kante nach unten. Ich mache mir jetzt mal nur so 2 Orientierungsstriche an der Seite. Und an diesen Strichen könnt ihr das Ganze dann jetzt umknicken. Genau, und so sieht das Label dann aus. Und das können wir dann auch in der hinteren Mitte natürlich auf dem Bund nähen. Das nähen wir jetzt so auf dem Bund. Hier, hintere Mitte, da ist die Naht. Es ist wichtig hierbei, da das eine Gummizughose ist, dass ihr das mit ein bisschen Spiel, sage ich mal, annäht. Also, dass das Label nicht komplett flach liegt, sondern dass es so eine kleine, so ein bisschen Luft hat. Denn wenn ihr die Hose anzieht und das Gummi dehnt sich, kann es sonst sein, dass ihr das Label ausreißt. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen so ein bisschen, nicht ganz so stramm annähen, damit es noch ein bisschen Spiel hat. Ich nähe das Label dann so bei 1 bis 2 mm von der Kante entfernt an. Wir nähen auch nur die kurzen Seiten an, weil wenn wir es komplett annähen wollen würden, dann können wir ja nicht mehr Luft lassen und dann würde es uns auf jeden Fall ausreißen. Absteppung auch vorne und hinten verriegeln. Hier würde ich ganz genau darauf achten, wie viel Stiche ihr macht, damit ihr das Ganze auch noch auf dem Label habt. Sonst sieht es halt schnell unsauber aus, wenn man zu sehr drüber hinweg näht. Wenn ich die zweite Seite annähe, schiebe ich jetzt das Label so ein bisschen rein, damit wir hier so einen kleinen Loop bekommen. Und dann nähen wir die Seite auch an. So sieht das Ganze dann aus und dann ist eure Hose auch schon fertig. Mega cool, deine Shorts Alba ist jetzt fertig. Vielleicht ist ja dein erstes selbstgenähtes Teil. Glückwunsch auf jeden Fall, dass du bis hierhin durchgehalten hast und dass du mitgemacht hast. Falls du noch Anmerkungen oder Fragen hast, schreib mir gerne an christina@bara-studio.com und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Tragen.